Servus da draußen. Ich nehme euch heute mal mit in die Vergangenheit, als ich mit dem Hobby angefangen habe, und dann zeige ich euch noch meinen alten Hobbykeller. Und zwar bin ich hier gerade unterwegs. Ich besuche gerade meine Eltern und ich habe mir jetzt gedacht, weil ich kürzlich darauf gestoßen bin, ich zeige euch mal so meinen alten Hobbykeller und eben die ersten Figuren, die ich damals hatte. Begonnen hat bei mir das Hobby um 2000 herum. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Was ich aber auf alle Fälle noch weiß, dass ich im Jahr 2001 meine ersten Figuren bekommen habe, beziehungsweise von jemandem abgekauft hatte, der bei mir in der Klasse, das war damals letzte Schulstufe, Figuren hatte, und zwar genau das, was ich wollte. Ich habe kurz davor, so 2 Jahre früher, schätze ich mal, ich denke mal, das dürfte so um 1999 gewesen sein, vielleicht auch 2000, bin ich das erste Mal über meinen Bruder mit dem Hobby in Kontakt gekommen, also in dem Fall Warhammer 40.000. Er hat da irgendwann mal die Box der Kornberserker mit nach Hause gebracht und wir hatten eigentlich keine Ahnung, auch er nicht, dass das eigentlich Figuren für ein Spielsystem sind. Und mit der Zeit ist das Ganze dann eben aufgetaucht. Wir sind draufgekommen, beziehungsweise hat er gemerkt, dass es dazu eine ganze Welt, ein Universum gibt, Spielregeln dafür. Und das war dann so der Startschuss bei mir, was mich dazu brachte, in späterer Folge dann regelmäßig bei uns im Hobbyladen vorbeizuschauen. Also es gab oder gibt noch immer bei uns im Ort, dort wo wir zur Schule gegangen sind, einen Spielwarenladen, und der hatte damals auch, mittlerweile leider nicht mehr, Games Workshop Produkte und war innerhalb der, ich sag mal, 30 Kilometer dann der einzige Laden, der auch nur ansatzweise solche Sachen hatte. War auch damals nur Warhammer 40.000, also nur Games Workshop, keine anderen Tabletop-Spielsysteme. Also wie gesagt, das war so im Jahr 2000. Und als wir dann, oder ich dann eben wusste, dass es sich dabei um ein Spielsystem auch handelt, war ich im Anschluss immer mal wieder im Laden und habe die Codex-Bücher durchgeblättert, und das war so mal der Einstieg für mich, und hatte damals schon das Interesse gehabt, Blood Angels spielen zu wollen, wenn dann eben Blood Angels. Und dann eine gewisse Zeit später ist mein Bruder dann aufgetaucht mit der damaligen dritten Edition Starterbox mit, ich glaube, Black Templars und Dark Elder. Und in dieser Box war auch das dicke in Softcover Regelbuch enthalten. Und damit habe ich dann mehr oder weniger angefangen, mich zu beschäftigen. Es war ganz witzig, weil ich da innerhalb von gut 3, 4 Tagen einmal das komplette Regelbuch durchgelesen habe. Und ja, wirklich das Regelbuch inklusive Fluff und aller Regeln. Und danach eben bin ich immer mal wieder ins Geschäft gekommen, bis ich dann irgendwann auch das Taschengeld hatte, mir meine ersten eigenen Figuren kaufen zu können. Was ich dann damals aber nicht gemacht habe, sondern ich habe mir den Codex Space Marines und den Erweiterungsband eben für die Blood Angels gekauft, um mit meiner Lieblingsarmee, die ich ja heutzutage auch nach wie vor noch habe, anzufangen. Und dann eben 2001 in der letzten Schulstufe habe ich gemerkt, durch einen Zufall mehr oder weniger, dass ein Schulkollege dieses Spielsystem kennt und früher mal gespielt hat. Und er hat mir eben angeboten, da er das Hobby nie wirklich betrieben hatte und doch noch immer Sachen hat, dass ich ihm ganz einfach die Sachen abkaufen kann, die er hat. Und da habe ich dann so für 50 € meine ersten Figuren bekommen, mit denen ich dann auch so die ersten Spiele gemacht habe. Und dazu aber gleich mehr. Ich schwenke jetzt schnell um und dann sehen wir uns gleich im Hobbykeller wieder. So, und jetzt hier befinden wir uns in meinem alten Hobbykeller, wo ich damals mit dem Hobby eben angefangen habe und das Hobby ausgeübt habe. Das, was hinter mir ist, eigentlich nur mehr die Eingangstür, das ist nicht so interessant, auch links. Aber vielleicht hier vorne, wo der Fernseher drauf steht, das war mein alter
Mal- und Basteltisch, da hat sich alles abgespielt. Und er war bei weitem nicht so aufgeräumt wie mehr oder weniger jetzt, sondern da war wirklich bis vor tatsächlich noch kurzer Zeit alles recht vollgestopft mit Materialien. Auch hier herunten sieht man noch alles voll mit Warhammer. Hier den beiden weißen Kisten in der Mitte, beziehungsweise auch ja, in diesen 3 Kisten insgesamt. Da sind sogar noch eine ganze Menge alter Comics oder älterer Comics von mir drinnen, die ich vor ein paar Jahren mal gekauft habe und gelesen habe. Dann hier haben wir noch ein paar Sachen, vor allem in der Kiste hier Zwerge für Warhammer Fantasy. Die habe ich mir damals so 2014, 15 zum Schluss von Warhammer Fantasy dann noch zugelegt. Und dann, was eben hier ist dann eigentlich alles mein altes Hobbyzeug. Und hier habe ich ein Regal mit meinen alten Figuren. Da ist auch, wie man sieht, vieles nicht gebaut auch, oder nicht bemalt. Auch sind hier sehr viele andere Spielsysteme mittlerweile dazugekommen. Hier oben ist noch mehr. Und das, was ich hier herinnen hatte, waren dann mehr oder weniger meine Spielutensilien. Das waren natürlich mehr Figuren als das, was man hier jetzt sieht. Einiges ist schon umgezogen, mittlerweile zu mir in die Stadt, in meine Wohnung. Aber ich habe auch hier noch einiges zu Hause, auch hier noch eine ganze Menge von Boxen unterschiedlichster Art, Warhammer Fantasy, auch hier noch ein altes Regelbuch, original eingeschweißt. Hier dann noch so diverses Material, Grundierspray und was auch immer. Und mittlerweile hat sich dieses Wohnregal, das war vom alten Wohnzimmer der Eltern, auch als Ablageort für zwischendurch herauskristallisiert, da ich einfach, wenn ich von mir in der Stadt weiterfahre zu uns in den Club zum Spielen, muss ich von einer einen Stadt zur anderen fahren und komme mehr oder weniger direkt bei den Eltern vorbei. Und das hat dann dazu geführt, dass ich häufig diese Figuren hier dann auspacke, die ich gerade nicht brauche, um das einzupacken, was ich gerade zum Spielen brauche. Und das stelle ich dann meistens nur hier ab, um das nächste dann wieder einzupacken und mitzunehmen. Hier hinten noch eine ganze Reihe von Heften, Büchern. Da sind einige White Dwarf dabei, alte, aber auch so ziemlich alle Bücher oder einige Bücher von War Machine Hordes aus der, ich glaube, 2. Edition war das damals. Und hier noch eine ganze Menge anderer Zeugs, noch weitere Comics. Und hier auch noch alte Regelbücher, Warhammer 40.000 und auch Warhammer Fantasy Armeebücher oder Regelbuch hier noch von Warhammer Fantasy. Und jetzt komme ich noch schnell zu meinen allerersten Figuren. Und hier ist das gute Stück. Diese Box habe ich damals von diesem eben Schulkollegen, von dem ich gesprochen hatte vorhin, bekommen. Das war bei diesen Sachen dabei, die ich eben von ihm damals abgekauft habe. Und nicht schrecken, das, was er hier drinnen hatte, wie gesagt, er hat das Hobby nie wirklich betrieben. Er hat sich da irgendwann mal Figuren gekauft, diese zusammengebaut. Und wie man auch sehen kann, wenn man sich die Figuren ansieht, alles per Hand mit dem Pinsel grundiert. Und ja, das war so mein Hobby-Einstieg, diese ersten Figuren. Da war diese komplette Box eigentlich voll mit diesen Figuren. Und das waren so die ersten Figuren, die ich dann auch bemalt habe und gespielt habe. Ich habe aber anscheinend nichts mehr davon, von den bemalten Sachen hier, sondern nur mehr älteres, das ich schon nicht mehr bemalt habe, weil ich natürlich irgendwann mit der Zeit auch neue Figuren mir gekauft habe. Hier waren ja doch nur in erster Linie Space Marines, Infanteristen dabei und sonst nicht viel was anderes. Und da bin ich natürlich dann auch irgendwann auf Sprungmodultruppen auch ausgewichen, beziehungsweise habe mir solche geholt oder Scouts, die waren hier alle nicht dabei. Daher sind viele dieser Figuren eben dann schlussendlich auch übrig geblieben. Aber ja, das war so der Start.
die ersten Figuren, die ich hatte, die haben alle ungefähr so ausgeschaut, mit dem Pinsel grundiert und wurden dann in weiterer Folge von mir eben rot als Blood Angels bemalt. Und was ich da noch habe, beziehungsweise auch von ihm dabei hatte, war hier ein alter Predator. Also wie man sieht, den habe ich auch nicht immer. Ich sehe aber gerade hier, der Turm ist nicht mehr da. Kann nicht weit sein, aber hier, das war auch mein allererster Panzer so gesehen. Der war auch mit dem Pinsel grundiert und das Rot bzw. die Bemalung dann in weiterer Folge kam hier von mir dazu. War auch tatsächlich, wie gesagt, der allererste Panzer für Warhammer 40.000 und im Tabletop Hobby, den ich hatte, das erste Fahrzeug und dementsprechend auch das erste für die Blood Angels. Und was ich dann mir selbst recht früh dann noch gekauft habe, war hier dieser alte, was war das? Vindicator, glaube ich, ist das. Der alte, den habe ich mir auch irgendwann mal eingebildet und gebaut und bemalt. Auch hier diese Seitenpanzerungen, die sind alle aus Metall noch. Also da sind noch sehr viele, auch das Geschütz vorne, sind alles Metallteile. Und ja, den habe ich mir damals eingebildet und ich glaube, wenn ich diesen Panzer insgesamt 5-mal gespielt habe, in diesen insgesamt jetzt 21 Jahren, dann ist das schon extrem viel. Und hier sind dann noch ein paar Sachen, die sehr viel später dazugekommen sind. Rhino und Razorback von mir. Ja, und das waren so meine ersten Einstiege eben ins Hobby. Und wie gesagt, hier kamen dann mit der Zeit andere Spielsysteme noch dazu. Auch hier irgendeiner von diesen Landspeedern war auch Teil von ihm, den ich damit damals mitgekauft habe. Da waren, glaube ich, sogar 2 dabei und die anderen habe ich mir dann selbst irgendwann mal dazu geholt. Und alles andere hier kam dann eben mit der Zeit dazu. Hier unten auch noch weitere White Dwarfs. Und ja, wie viele dann wissen, oder ihr mittlerweile auch wisst, kamen dann im Laufe der Zeit auch andere Spielsysteme noch hinzu. Auch hier oben Gruftkönige oder Kharadron Overlords für Age of Sigmar oder beziehungsweise meine. Doch, nein, die sind da gar nicht dabei, die Kharadron Overlords, sondern die Blood Bowl Zwerge, die ich noch gar nicht so lange habe. Eben, das sind die neueren. Und dann hier hinten sieht man schon Drukhari bzw. Dark Eldar, die ich auch dann irgendwann mal angefangen habe zu sammeln. Obwohl ich da mittlerweile hätte ich sogar eine ganze Armee, wenn ich sie zusammenbauen würde, mal endlich. Und hier noch sehr viel mehr. Ich habe dann nach dem Einstieg 2001 herum, bin ich dann irgendwann auch, ich schätze mal so 2002, 2003 herum, auch zu Warhammer Fantasy gekommen und habe damals eben dann mit den Gruftkönigen angefangen. Und das war eigentlich auch bis zum Schluss so meine Hauptarmee. Wenn man hier jetzt schaut, noch andere Systeme, O12 für Infinity oder auch hier hinten noch Dinge der Dunkelelfen von Warhammer Fantasy bzw. Zwerge, weitere Blood Angels oder auch hier Shasvasti ebenfalls für Infinity. Also da ist inzwischen schon einiges zusammengekommen und eben die Sachen, die ich hier sich jetzt so auftürmen bei mir, werden jetzt im Laufe der Zeit dann mal den Platz wechseln, eben von hier aus dem ehemaligen Hobbykeller von mir also in die Stadt zu mir und dort in den Keller, wo ich leider keine Möglichkeit habe zu arbeiten. Da muss ich leider auf die Wohnung ausweichen, also kein Hobbykeller mehr, aber dafür werden die Sachen langsam mal umsiedeln, damit ich dann alles auch eher griffbereit habe.